Hallo liebe Zuschauer, 3D-Modellierer und Blender-Fans. Eines vorweg, es gibt in diesem Video und ganz sicher auch bei den folgenden Stellen, bei denen deutlich wird, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben. Wie sich hier gezeigt hat, haben einige Wochen Pause schon gereicht, einige wichtige Schritte zu vergessen, was dazu geführt hatte, dass ich mir kurzzeitig einige Arbeiten mit dem Texturing etwas schwer gemacht hatte. In diesem Video befassen wir uns mit dem Inneren der Scheinwerfer, damit dem bereits vorhandenen Metallmaterial für die Innenseite des Gehäuses und als neues Material dem Meshlight für die Leuchtkörper. Die Scheinwerferpaare sind durch den aktiven Mirror Modifier gespiegelt, wir müssen also nur je einen davon bearbeiten, den jeweils rechten auf die Vorderfront des Tauchboots schauend. Im Objektmodus wählen wir zunächst beide Paare und blenden mit der Taste H die Scheiben aus. Wir haben mit dem oberen Scheinwerfer begonnen und im Solid Edit Modus mittels Face Loop Technik, natürlich links oben Faces auswählen, die Innenseite mit der Tastenkombination Alt und Shift und linker Mausklick die beiden Face Loops markiert. Nun muss rechts im Properties Editor nur noch das Metallmaterial aktiviert werden, wie folgt. Anmerkung: An dieser Stelle habe ich schnell nachträglich dem Schwarzlack einen passenden Ausdruck verliehen. Mit dem Pluszeichen rechts einen neuen Slot erstellen, darunter aus dem Browser Metall auswählen und dem Slot zuweisen. Danach, immer noch im Edit-Modus, den markierten Bereich wie Assign mit dem Material ausstatten. Danach verfahren wir mit dem unteren Scheinwerferpaar exakt genauso. Das war's dann mit dem Metall für die Innenseite des Gehäuses. Rein vom Vorgehen her verhält es sich mit dem Meshlight für die Leuchtkörper nicht viel anders, nur dass wir hier ein neues Material erstellen müssen. Als ich das erste Mal dabei gegangen bin, hatte ich mir das Ganze etwas schwer gemacht, weil ich ganz vergessen hatte, dass diese Leuchtkörper ja ein eigenes Objekt sind und wollte schon beginnen, jedes einzelne Face zu selektieren bzw. markieren. Das ist hier aber nicht nötig, wie wir sehen. Nachdem wir beim jeweils rechten Scheinwerfer im Objektmodus den Leuchtkörper selektiert haben, erkennen wir im Edit-Modus, dass auch nur dieser bearbeitet werden kann, was hier natürlich hilfreich ist. Denn wir können mit gedrückter Shift-Taste mit der Maus ganz einfach einen Rahmen über den Leuchtkörper ziehen, um den jeweiligen Bereich zu markieren. Wir müssen lediglich aufpassen, dass wir die Shift-Taste beim Markieren permanent gedrückt halten. Wenn es hier so etwas wie Fummelarbeit gibt, dann ist es die Navigation dieses Leuchtkörpers in passende Stellungen, um die noch nicht markierten Stellen erreichen zu können. Das tun wir mit gedrücktem Rad und Bewegungen der Maus, wenn es um die Neigung geht, mit gedrückter Shift-Taste, gedrücktem Mausrad und Bewegungen der Maus, wenn es um die Platzierung des Objektes geht. Hierzu noch ein Tipp. Ich habe zu folgendem keinen Shortcut-Hinweis in Blender gefunden. Für gewöhnlich holen wir uns ein Objekt mit Drehen des Mausrades näher, aber die jeweiligen Schritte sind so großzügig ausgelegt, dass es lediglich ein noch zu weit weg oder ein schon zu nahe gibt. Das kann man lösen, indem man die STRG-Taste und das Mausrad gleichzeitig drückt und dann die Maus und nicht das Rad bewegt. Versucht es einmal, mit etwas Fingerspitzengefühl bekommt ihr das Objekt in die gewünschte Entfernung bzw. Nähe. Nach der Markierung der Faces
benötigen wir ein neues Material, welches diesmal nicht den Principled BSDF als Basis hat, sondern das Surface Emission. Wir erstellen also im Material-Tab des Properties Editors mit Klick auf New ein neues Material und wählen dann als Surface Emission aus. Wir sehen anhand der Parameter gleich den Unterschied zum Principled BSDF. Wir stellen zunächst Strength von 1 auf 400 für die Lichtstärke ein, dann unter Color das vorgegebene Weiß, sofern noch nicht passiert, auf 1 der beiden Parameter Value und Alpha ein. Die Reihenfolge dieser beiden Schritte ist dabei egal. Auch hier habe ich, wie schon früher bei der Zuweisung der Verglasungen, unter Settings den Parameter Screen Space Refraction aktiviert, damit die Ergebnisse schon in der Preview sichtbar sind. Nun verleihen wir diesem Material mit dem Farbtool noch einen leichten Blauschimmer, es soll damit etwas realistischer wirken. Danach wird das neue Material, welches wir Meshlight genannt haben, per Klick auf Assign zugewiesen. Für den Leuchtkörper des unteren Scheinwerferpaares müssen wir nach den vorstehend beschriebenen Auswahlen nur noch einen neuen Slot erstellen, dafür das Material Meshlight auswählen und dem Leuchtkörper mit Assign zuweisen. Alles noch im Edit-Modus. Das war's auch schon für dieses Mal. Im nächsten und vorläufig letzten Video in dieser Playlist geht es an die Beschriftung des Tauchbootes und die Aufgabe ist zugleich auch die schwerste. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin also und wie immer, bleibt alle gesund.